Hallo ihr Lieben, heute gibt es mein erstes Rezept dieses Jahr und ich dachte, ich fange an mit meinem Lieblings-Donut-Rezept für solche leckere Bananendonuts mit Zimtzucker. Die Donuts sind sehr schnell gemacht in einer Schüssel mit einem Gabel und die werden in nur 12 Minuten fertig gebacken. Die Donuts sind super luftig und fluffig und sehr, sehr lecker. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für das Rezept brauchst du eine dunkle Banane und die Banane soll so wirklich dunkel sein. Wenn die Banane so dunkel wird, wird es auch schön süß und es eignet sich perfekt fürs Backen. Ich habe auch andere Rezepte mit solchen dunklen Bananen und die werde ich noch für dich hier verlinken. Wenn du aber ein Lieblingsrezept hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den mir auch unten in den Kommentaren schreibst oder sagst mir einfach, was du immer mit den dunklen Bananen machst. Also Banane brauchen wir auch Mehl mit Backpulver und Zimt. Zucker, ich habe braune Zucker genommen, aber du kannst auch normale raffinade Zucker nehmen. Dann 2 Eier, Kefir oder du kannst Buttermilch auch anstatt nehmen. Dann habe ich hier geschmolzene Butter. Du kannst auch Öl anstatt nehmen und dann eine kleine Prise Salz. Das erste, was wir machen, ist die Banane zerstampfen. Und es geht ganz einfach auf einen Teller mit einem Gabel, nur bis es so schön püriert ist. Dann gebe ich die Eier in eine große Schüssel und wieder, wir brauchen nur den Gabel, mit dem Gabel kurz die Eier schlagen. Dann Kefir dazugeben, geschmolzene Butter, die Bananen oder die Banane, Zucker und eine kleine Prise Salz. Dann das Ganze kurz vermischen. Nur so, dass alles gut vermischt ist. Dann werde ich die trockenen Zutaten dazugeben und ganz wichtig durch den Sieb. Und ich gebe erst etwa Hälfte dazu. Dann kurz wieder mit der Gabel mixen. Nur so, dass es fast vermischt ist. Dann auch den Rest vom Mehl dazugeben und so lange mixen, bis alles gut vermischt ist. Den Teig kann man auch schön kräftig mixen, keine Sorge. So sieht dann der fertige Teig aus. Es ist sehr so dickflüssig und keine Sorge, wenn da so Stückchen sind, das sind die Bananenstücke und deswegen wird der Teig nicht ganz glatt. Für das Rezept brauchst du auch so eine Donut-Backform. Ich habe 2, weil der Rezept 12 Donuts macht und es geht dann einfacher und schneller. Und ich werde dir noch die Backförmchen, die ich hier in dem Video verwende, auch noch unten in Videobeschreibung verlinken. Jetzt erst die Backförmchen einfetten. Ich habe noch ein kleines Tipp für dich, weil der Teig so dickflüssig ist es etwas schwer, den Teig schön in die Form zu portionieren, ohne dass es ja nicht über die Form läuft und so, dass man es einfach schön und sauber in die Backform füllen kann. Und dafür brauchen wir einen Spritzbeutel und ein Glas. Das macht das Befüllen von dem Teig etwas einfacher. So, den Spritzbeutel so über den Glas befestigen und dann den Teig in die Spritzbeutel geben. So, dann ein kleines Stück hier von Ende abschneiden. Ungefähr so. Und dann bis 2/3 voll füllen. Und noch ein kleiner Tipp, wenn du es nicht schaffst,
so ganz gerade zu füllen. Dann kannst du den Backform noch so schütteln und dann wird der Teig sich schön verteilen. Jetzt werden die Donuts gebacken. Nach dem Backen etwa ein paar Minuten in Backform abkühlen lassen. Danach auf dem Abkühlgitter komplett abkühlen lassen und erst danach mit dem Zimtzucker dekorieren. Oder du kannst sie natürlich auch einfach ohne Deko lassen. Die Donuts sind jetzt gebacken und leicht abgekühlt. Ich habe etwas Butter geschmolzen und ich werde jetzt die Donuts etwa mit dem Butter bepinseln und danach mit Zimtzucker dekorieren. Nur ganz leicht mit dem Butter bepinseln. Für den Zimtzucker habe ich 5 Esslöffel Zucker mit einem Teelöffel Zimt vermischt, aber du kannst auch mehr Zimt dazugeben, wenn du magst, und dann so die Donuts mit Zimtzucker bedecken. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Donut-Rezept gefallen und dass du den auch testen werdest. Dieses Donut-Rezept ist mein Go-To-Rezept. Wenn ich alte, dunkle Bananen habe, dann wird bei uns immer dieses Donut-Rezept gemacht, weil manchmal hat man nur eine Banane und nicht genug für ein Bananenbrot, und für diesen Fall ist dieses Rezept einfach perfekt. Und wenn du auch auf der Suche für so ein Rezept für alte Bananen bist, dann kann ich dir diesen Rezept ganz herzlich empfehlen. Ich habe meine Donutförmchen vor Jahren bestellt und ich bin sehr zufrieden. Ich liebe solche gebackene Donuts und ich habe auch andere leckere Rezepte schon auf meinem Kanal geteilt und die werde ich noch für dich hier verlinken. Wenn dir mein ganz einfaches Donut-Rezept gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben, und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir hyvää uutta vuotta und ein schönes Anfang ins neues Jahr. Lecker!